Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Wie jede Woche gibt's eine neue Sunday Preview. Schauen wir mal, was ab Samstag, den 13.09.2025 vorbestellbar wäre. Und ja, der Titel verrät auch schon einen Teil und damit hätte ich jetzt echt noch gar nicht gerechnet. Die Hellschmiede des Haschut. Jetzt schon. Da dachte ich ja eher, dass das noch weiter Richtung Weihnachtsgeschäft gedrückt wird. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Obwohl, zweimal blinzeln, dann ist eh schon Weihnachten. Also für Warhammer Age of Sigmar. Die lang erwarteten Chaos-Zwerge in Anführungszeichen, die Hellschmiede des Haschut. Mit einem neuen Armeeset und das sieht ziemlich klein aus, jetzt so auf den ersten Blick. Aber es ist ein Armeeset, ist keine Spearhead. 14 Minis. Okay, und kann man auch für Speerspitze direkt einsetzen. Okay, also dieses Armeeset kann man auch direkt als Spearhead verwenden. Es sind 14 Miniaturen drin, was ich für ein Armeeset irgendwie erstaunlich wenig finde. Hätte ich jetzt mit mehr gerechnet, also mit mehr Miniaturen an sich. Die Miniaturen sehen auf jeden Fall nice aus. Da hat man auch schon einiges ja auch gesehen. Bei der Summer Preview wurden die ja groß vorgestellt. Und da wurde natürlich noch viel mehr vorgestellt, als man jetzt hier sehen kann und auch in diesem Armeeset bekommt. Beim Armeeset ist natürlich dann auch der Battletome dabei, das Armeebuch, die War Scroll-Karten und eben die Miniaturen. 14 Stück an der Zahl. Schauen wir uns die doch mal an. Hier, das ist der Anführer, der Zwergenfürst, 10 Kämpfer, ein Musiker separat hier. Die haben die Speere und die kann man auch in einer anderen Bauweise zusammenbauen. Dann ziemlich krasses Modell, sozusagen der Chaos-Zwerg, Cyborg, Dreadnought, Dominator, Walker, Dominator-Maschine. Richtig cool. Das sieht richtig brutal und schwerfällig aus. Tonnenschweres Gerät. Hier 2 fette Wummen. Sieht schon krass aus. Und dann haben wir hier mal noch eine Artillerie, Einiger-Bombarde. Dann haben wir hier eine neue Speerspitze, Knochenhorde Gruftherr, also für die Soulblight Gravelords. Fokus auf den Skeletten, auf den Skelettkriegern der Armee. Die finde ich ja auch cool, die Skelette, aber Soulblight Gravelords so komplett ohne Vampire, ohne Vampir-Mini. Fand ich irgendwie auch schon bei dieser Death Rattle Armee-Box, die da rauskam vor ein paar Monaten, auch für die Soulblight Gravelords natürlich. Da fehlt mir halt so ein Aspekt der Armee so, ne? Weil es ist ja keine reine Skelettarmee, aber gut. Das ist auf jeden Fall eine riesengroße Spearhead, also von der Modellanzahl her. Man hat hier den Anführer, den Fluchfürsten. Der hat dann hier so 10 Elite-Ritter dabei. Dann haben wir 20 normale Knochen-Skelettsoldaten. Und nochmal 5 berittene, so Skelettreiter, Skelettkavallerie. Ich meine, das ist natürlich schon eine Riesenbox. Da hat man dann 36 Modelle dabei, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Und wenn man deshalb mal dann vergleicht, 36 Miniaturen in der Speerspitze zu 14 in der Armeebox. Ja, ich meine, das ist halt hier, da ist natürlich viel Kanonenfutter drin. Logisch. Ich meine, das ist auch klar. Reine Modellanzahl, Miniaturenanzahl ist jetzt auch kein aussagekräftiger Punkt. Ja, wir wissen das. Aber ich finde es halt auch cool, wenn ich eine Box kaufe, wo nicht nur 10 Minis drin sind. Das ist auf jeden Fall eine coole Box, aber da gucke ich jetzt auch mal noch, blende das mal dann ein. Weil das ist ja, also für mich sieht es aus, als ob das eigentlich fast die Minis wären, die da in der Armeebox erschienen sind. Bloß, dass da jetzt halt die als Speerspitze verkauft werden und das Buch halt nicht dabei ist. Suche ich mal noch raus, blende ich ein. Weiter geht's. Speerspitze Rudel Fletcher Jäger. Für die Mondwand gibt's. Hier auch starker Fokus natürlich auf den Wolfsreitern. Und da muss ich auch das erinnert mich jetzt stark an die Armeebox, die für die Mondwand gibt, also für die Gloomspite vor ein paar Monaten rauskam. Und da habe ich auch überlegt, die sind ja ganz lustig, aber halt nur so Fokus Wolfsreiter, so nur auf einen Aspekt der Armee ausgelegt. Ja, wenn man da schon viel hat, aber ich finde es dann oft ein bisschen zu langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich habe ja so ein paar Goblins angemalt, ein paar von dem Mondwand-Clan, aber ja, ist jetzt auch nicht so meine favorisierte Armee. Die sind schon ganz lustig, aber da bin ich ja eher so auf der Seite Boinkrot, Hüpfer, Kugelwahn, Fanatic, so diese Kranken. Das sieht schon fast wieder zu cool aus für Mondwand-Kids, die so auf den Wölfen reiten. Das ist mir schon wieder nicht crazy genug. Okay, Necromunda, sehr gut. Endlich mal was, von dem ich gar nichts habe und gar nichts brauche. Hoffen wir es doch. Bastions of Lore, das ist ein Erweiterungsbuch. Fragt mich nicht, für was man das braucht. Ich denke mal, das ist ein Erweiterungsbuch für die Minis, die da jetzt kommen. Hauptmänner und Feldwebel der Palanite-Vollstrecker.
Die sind ja krass, diese Roboterhunde. Die erinnern mich voll krass an die Robohunde beim Ninja Turtle Gameboy-Spiel damals. Da suche ich mal noch ein Bild raus. Krass. Boah, waren die Viecher nervig, ey. Boah. Die Turtles Gameboy-Spiele, die waren schon gar nicht so ohne. Aber gut, zurück zum Thema. Pella Knight Vollstrecker sehen nett aus. Dann haben wir hier noch Waffen- und Upgrade-Sets. Pella Knight Enforcer Horns. Ja, bei Necromunda gibt es schon ein paar richtig geile Minis. Aber wenn es danach gehen würde mit, wo gibt es geniale Minis? Ich meine, da könntest du ja jede Woche, es ist ja jetzt hier nur GW Sunday Preview, jede Woche Samstag, da könntest du ja Hunderte von Euro auf den Tisch legen. Kann man ja gar nicht machen. Angucken kann man es trotzdem. Sehen cool aus. Muss man nicht alles sofort kaufen. Dann haben wir hier noch Pella Knight Companions. Ja, und die haben halt so einen Kehrbesen auf dem Kopf. Okay. Vielleicht putzen sie damit auch irgendwelche Decken von ihren Raumschiffen oder so. Hey, ich will mich jetzt nicht lustig machen drüber, aber finde ich jetzt nicht so mega. Dann haben wir hier Ashwing Helamites. Okay, das sind halt große Insekten. Ja, die Minis finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob die jetzt auch zu den Pella Knights da gehören. Aber ich denke halt, die könnten halt auch gut hier für andere Sachen zweckentfremden. Ich finde es auch immer cool, wenn es so monsterartige Minis gibt, die man halt auch mal für andere Spiele einsetzen könnte. Zum Kitbashen, man könnte auch irgendwas für Nörgel draus machen, denke ich. Ja. Dann gibt es hier noch die Tactics Cards, Würfelset, eben für die Bastions of Law. Und dann sind wir bei der Auftragsfertigung Space Wolves. Das ist ja krass. Jetzt kommen wirklich so die richtigen, alten, klassischen Minis wieder in die Auftragsfertigung. Was ich zum einen ja cool finde, zum anderen bin ich teilweise von den Preisen geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist oftmals so, dass man mit den Minis, jetzt auch wenn man jetzt so die Fotos anguckt, Erinnerungen verbindet. Da war man noch wesentlich jünger und hat irgendwelche Prospekte, Kataloge, Armeebücher durchgeblättert und bei Freunden gesehen und im Laden und so weiter. Und man hat das so viel nostalgische Erinnerungen. Also ich verbinde echt so einen Teil Jugend damit. Das ist der eine Part. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann doch mal so eine ältere Miniatur baut, ich habe es da mit meinen Orks aus der 2. Edition Starterbox gemacht, man merkt dann halt schon, okay, ja, es ist irgendwie cool und Erinnerungen, aber ganz ehrlich, da baue ich doch lieber mittlerweile die neuen Minis und mal die neuen Minis an. Ich meine, hier mal ganz klassisch hier Runenpriester in der Terminator-Rüstung. Die ganze Terminator-Rüstung ist mit Runen verziert, aber das Modell ist jetzt nicht wirklich mega geil. Man kennt es halt noch. Oder ich kenne es noch von früher, aber dann haben wir den Runenpriester in der normalen Servo-Rüstung, der ziemlich krass ist. Also das Modell gefällt mir 1000-mal besser als der in der Terminator-Rüstung. Ja, auch allein mit dem Wolfspelz und so, ne? Die Pose, die Axt so, boah, nach oben gereckt. Geil. Und dann natürlich Eisenpriester, so das Äquivalent zu einem Tech-Priest bei den Space Wolves. Auch krasses Modell, kennt man auch von früher. Aber jo, ich meine, ich habe jetzt eins meiner nächsten größeren Projekte wird ja meine Space Wolves Armee sein. Aber, weiß ich jetzt nicht, so dieser Oldschool Eisenpriester, der hat ja auch eine ganz andere Größe. Ja, das ist auch nicht Primary Size. Aber passt der dann dazu? Wie sieht es aus? Schwierig. Dann haben wir hier den Standardenträger, Bannerträger. Der klassische Njal oder Njal. Da weiß ich nie, wo liegt die Betonung. Ist es Njal? Ist es Njal? Njal, keine Ahnung. Zumindest hier haben wir den guten. Ja, ich meine, das ist auch eine Mini-Klassiker. Wenn irgendwo Space Wolves waren, war der irgendwo mit rumgestanden. Von dem gibt es ja auch mittlerweile ein neues Modell. Und das neue Modell, ich blende es ein, es ist halt viel, viel krasser. Und passt dann halt auch von der Größe her zu einer aktuellen Primary Space Wolves Armee. Logisch. Dann haben wir hier Lukas, den Trickser, mit seiner absolut gigantischen Energiekralle. Das ist ja, also ich weiß, die Proportion halt, die Faust, also der Faustteil dieser Energiekralle ist ja genauso groß wie sein kompletter Oberkörper, das ist ein kompletter Torso. Das ist einfach, ja, too much. Kennt man nicht, bin ich ehrlich. Und dann haben wir hier natürlich den legendären
klassischen Space Wolf Cyborg, Björn Wolfsklaue. Krass. Bei dem könnte man sich vielleicht sogar noch überlegen, aber wenn der dann auch neben einem neueren Cyborg steht, ist er auch wieder viel größer. Und ja, als Sammlerstück, aber da bin ich mit den Space Wolves dann doch nicht eng genug, um es mal so zu sagen. Was ist eure Meinung dazu? Sagt ihr, oh krass, ja, endlich kann man sich diese Minis organisieren. Auftragsfertigung, genial, genauso wie sie früher waren. Habt ihr die Miniaturen vielleicht vorher gehabt? Sind sie euch verloren gegangen? Kann ja auch passieren, bei einem Umzug, zack, geht das Zeug verloren. Jahre später denkt man sich, oh, ich hätte das Modell doch gern wieder. Oder man hat es damals verkauft und ärgert sich jetzt drüber. Wäre jetzt eine Möglichkeit, sich wieder die Minis zu holen. Aber ich sag mal, für mich jetzt persönlich, ja, das sind schicke Minis auch, ja, und Nostalgie hin oder her. Aber jetzt für eine neue Space Wolves Armee, die ich jetzt anfange, ist dann nichts Sinnvolles aus meiner Sicht dabei, was ich jetzt unbedingt da bräuchte. Das wären dann eher Miniaturen, die halt so rausstechen würden aus dem Gesamtbild, ne? Dann schauen wir doch mal weiter. Black Library, Saints of the Imperium, Adeptas Sororitas, nice, sehr cool. Es ist ein Schuber, 3 Bücher drin, Special Edition, größten Helden und Heldinnen, Celestine Revelation, Ephraim Stern, Heretic Saint. Ja. Und dann natürlich neue Sachen bei Warhammer Plus. Ja, das war's. Hellschmiede des Haschut, überraschend. Hätte ich jetzt viel später damit gerechnet. Ist mein Geldbeutel jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so drauf vorbereitet. Und zum anderen bin ich auch überrascht. Das Armeeset, das sieht so winzig aus. 14 Miniaturen. Klingt halt schon wenig. Dann haben wir neue Speerspitzen. Einmal für die Soulblight Gravelords. Einmal für die Mondwand-Gits. Wir haben die Auftragsfertigung für die Space Wolves. Da würde es mich echt interessieren, was ist eure Meinung dazu? Generell natürlich, lasst einen Kommentar da. Ist da diesmal was für euch dabei? Die Sachen sind ab 13.09.2025 vorbestellbar. Lasst es mich wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr mehr auf dem Kanal sehen wollt, gibt es 3 einfache Dinge, die ihr machen könnt. Liken, Kanal abonnieren und einen Kommentar da lassen. Ich freue mich auf jeden einzelnen von euch. Lasst mich wissen, ist da was Cooles für euch dabei oder auch nicht? Schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich auf euch und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.